Aus diesem Holzklotz möchte ich heute eine Holztasse sägen mit der Bandsäge und einem Forstnerbohrer. Aber ob das wirklich funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es selber noch nie gemacht. Und deshalb wollen wir uns heute einfach mal an dieses Projekt rantrauen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das mit der Tasse, mit der Holztasse, mit so einem Holzklotz und einer Bandsäge hinbekomme. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens, wer mich da draußen noch nicht kennt. Ich habe ja schon so einiges aus solchen Holzklötzen und mit dieser Sägertechnik habe ich ja schon rausgesägt. Das letzte Projekt war ja erst dieser Hirsch hier. Der ist richtig cool geworden. Das kann ich euch natürlich nochmal dort oben verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Aber es gibt so mehr andere Videos noch dazu mit diesen Sägetechniken, auch einen anderen Hirsch, ein Rentier habe ich schon rausgesägt und. Aber mit dieser Sägetechnik kann man auch richtig schöne Objekte machen. Hier, diese Lampe ist auch mit dieser Sägetechnik entstanden. 4 Schnitte an der Bandsäge und schon hat man so eine coole Form. Das gibt es auch ein Video dazu. Könnt ihr euch gern auch nochmal anschauen. Heute geht es aber um eine Tasse. Ja, warum eine Holztasse? So eine Holztasse kann man doch kaufen. Ich brauche für ein Geschenk, für ein Projekt, brauche ich einfach eine Holztasse. Und was ist schöner als Geschenk, das Ganze zu verschenken, wenn es auch noch zusätzlich selber gemacht ist, ist doch tausendmal schöner. Oder was sagt ihr dazu? Könnt ihr auch mal gern in die Kommentare reinschreiben, ob ihr lieber verschenkt oder dann doch lieber schnell mal kauft. So eine Tasse aus Holz soll es geben. Es gibt eine Deko-Tasse, das wird dann schön dekoriert, das Ganze, und wird dann so verschenkt. So soll sie dann am Schluss, so ähnlich soll sie dann ausschauen. Dazu braucht man dann wieder eine Datei oder praktisch ein Muster, ein Schnittmuster, das man dann erstmal, ja, ich sage jetzt mal, hier ist das Schnittmuster, zeige ich euch gleich nochmal. Das werde ich euch, wenn das Ganze funktioniert, natürlich nur wenn dann könnt ihr dieses Schnittmuster auf meiner Seite wieder kostenlos downloaden. Nur mal so für euch dann wieder so als Info. Ja, das sind nochmal diese Objekte da, die ich rausgesägt habe. Also ich finde diesen Hirsch so richtig gut gelungen, aber darum geht es nicht, deshalb tun wir die mal weg. So, es geht um diese Tasse, die wir da raussägen wollen. Ich habe jetzt hier mal Schnittmuster. Und das Tolle ist, wenn das Ganze funktioniert, habt ihr die ja kostenlos und ihr könnt diese natürlich ausdrucken von der Größe her, wie ihr wollt. Also ihr seht es da auch gerade hier, ich habe es da verschieden groß skaliert. Bei mir in diesem Fall, in meinem Programm, muss ich es auf 143 stellen, damit ich etwa auf diese Größe von der Tasse komme, auch vom Durchmesser hierher, vom Getränkedurchmesser, dass da circa dann die Menge einfach reinpasst, die ich mir wünsche. Ja, ihr könnt die natürlich, wenn es dann klappt, auch verschieden groß ausdrucken, je nach Größe. Das ist eine Datei und da ist eine kleine, mini kleine Tasse irgendwo so. Ihr könntet theoretisch aber auch so groß ausdrücken, dass ihr einen fetten, riesen Krug habt. Würde genauso funktionieren. Ihr braucht aber nur das passende Holz dazu und natürlich die passende Bandsäge, die das dann natürlich auch zulässt. Gut, so. Also, wie funktioniert das Ganze? Das bereite ich mal ganz kurz vor. Und zwar werde ich diese Datei schon mal ein bisschen zuschneiden und euch jetzt am Holz zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. Ich habe jetzt in diesem Fall hier Fichte. Ich werde es aber nachher, und ich erkläre euch warum nachher, das Ganze nämlich hier auf diesem Hartholz machen. Aber ich erkläre es euch noch mal ganz kurz an der Fichte. Oh Mann. Das Schlimmste ist, was passieren kann, ist passiert. Ja Leute, und zwar, ich muss was zwischendrin erklären, nicht, dass ihr euch dann am Schluss jetzt wundert. Mir ist der Ton komplett ausgefallen. Alles ist weg. Ton weg, tot. Alles. Und ich kann es natürlich nicht mehr so schön nachvertonen, damit es dann passt. So, jetzt wundert euch bitte nicht. Ja, ich weiß, ich bin der Depp. Das ist halt einfach so. Mein Gott, ist so. Wundert euch nicht. Ich habe am Anfang gesagt, nämlich, ich mache das Ganze nämlich in Fichte als Prototyp und wage mich dann ans Hartholz ran. Hier ist dieses Hartholzstückchen. Es ist natürlich schon zersägt und ich verrate euch auch noch nicht, ob es richtig gut funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Deshalb werdet ihr Szenen sehen, die Bohrszenen, die Sägesehnen sind alle leider ohne Ton. Es ist halt jetzt mal passiert, ich werde das Ganze nicht noch einmal filmen können, weil ich kein passendes Hartholz mehr da habe, weil sonst hätte ich es nochmal komplett von vorne gedreht. Egal, ich zeige euch das Ganze jetzt hier auf Fichte und wundert euch nicht, dass dann ein paar Szenen dann wieder mal mit Hartholz kommen, weil manche Szenen konnte ich dann einfach nachvertonen. So, lange Rede, kurzer Sinn, kommt's her, ich zeige, wie es funktioniert. Ihr seht jetzt hier die Schnittvorlage, die habe ich schon mal so passend so ein bisschen zugeschnitten.
von der Größe her. Ihr müsst bloß darauf achten, je größer ihr praktisch das Ganze macht, umso größeres Holz braucht ihr und dann müsst ihr natürlich auch durch eure Bandsäge durchkommen. So, die Technik funktioniert ganz einfach und zwar kleben wir auf einer Seite, wo es halt einfach vom Holz her passt, kleben wir mit Sprühkleber, kleben wir das Ganze nämlich hier drauf. Ihr seht es jetzt gerade, ich halte es jetzt unten schön gerade hin, klappt das Ganze nach vorne oben, klebt das Ganze natürlich schön hin, müsst ihr natürlich einfach nur mal schön ausrichten, dass das halt einfach hier schön passt. Klebt es hin und ihr seht es, dann passt das Ganze schön zusammen. Das Schöne an dieser Datei ist, dass ich diese Tasse ja so groß machen kann, wie ich will und die passt dann trotzdem immer zusammen. Also das heißt, schön hier hinkleben und dann können wir mit dem Forstnerbohrer nämlich arbeiten, denn wir brauchen nämlich auch noch Forstnerbohrer dazu. Und ich habe jetzt 2 Forstnerbohrer und zwar, je nachdem wie groß ihr die Tasse machen wollt, braucht ihr natürlich auch die passenden Forstnerbohrer. In diesem Fall ist es hier ein 68er Forstnerbohrer, den ich habe und schön hier in die Mitte das Ganze dann rein und runtersägen, müsst ihr einfach mal schauen. Und dann ist es jetzt so, hier habe ich einen 25er Forstnerbohrer gewählt. Ihr könnt natürlich wählen, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Wände ein bisschen dicker haben wollt, auch einen kleineren nehmen oder halt die Datei einfach so anpassen, wie ihr wollt. Und damit müssen wir jetzt dann hier praktisch erstmal bohren. Aber das Ganze sprühen wir jetzt erstmal hier drauf, machen das Ganze fest und gehen dann an die Bohrmaschine. Leute, das hat ja mal richtig gut, mega funktioniert, besser als ich gedacht habe. So, und was ich euch jetzt noch gestehen muss, ich liebe meine Forstnerbohrer. Und nur mal so zwischendrin gibt es auch ein cooles Video dazu, kann ich euch nochmal verlinken. Jetzt schaut euch mal diese Späne an, die da rauskommen, da kein Staub. Einfach nur gigantisch schöne Späne, die da rauskommen. Also ich bin da sowas von begeistert. Das Ganze in Hartholz, kein Staub, nichts. Mega. Nur mal so zwischendrin, dass ihr das mal wisst. Frage an euch, wie schaut es bei euch aus? Was habt ihr für Forstnerbohrer im Einsatz? Seid ihr damit zufrieden oder nicht? Oder staubt oder macht es auch so schöne Späne? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinballern. So, jetzt geht's weiter. Ich zeige auch mal, wie schön das Ganze sauber, richtig schönes gebohrt hat. Jetzt muss ich aber euch noch was gestehen und euch was zeigen. Ich war zu blöd zum Bohren. Ja genau, ihr habt es richtig gehört. Ihr seht es jetzt hier am Rand. Da habe ich nicht den Forstnerbohrer in der Mitte richtig ansetzen können und habe natürlich, ja, nicht richtig gebohrt. Aber das werde ich das Ganze versuchen irgendwie auszugleichen mit dem Sägen beziehungsweise dann später mit dem Schleifen. Naja, was soll's. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jetzt schauen wir uns mal ganz schnell die Innenseite an. Richtig schön sauber bohren die Forstnerbohrer. Ihr seht es jetzt gerade, man muss so gut wie nichts mehr schleifen. Natürlich muss man noch schleifen, aber das ist jetzt wirklich noch machbar. So, aber jetzt würde ich sagen, ab an die Bandsäge. Absaugung noch aufmachen und dann können wir loslegen. Nochmal ganz kurz zum Sägeblatt oder zur Bandsäge. Ihr braucht natürlich ein Kurvensägeblatt dafür. Das werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken, was ich nutze. Ich glaube 4 oder 5 mm Kurvenblatt ist es. So, was haben wir vor? Wir wollen jetzt dann hier an der Linie entlang sägen. Also wir versuchen dort nicht rauszusägen und das Ganze an einem Stück zu sägen. Das ist dann einfacher
später, um das Ganze wieder zusammenzukleben. Also hier an der Linie einmal entlang. Natürlich kann es sein, dass ich jetzt nicht ganz bei dem Hartholz hier um die Kurve rumkomme. Da müssen wir mal schauen, aber das können wir dann großzügig aussägen und dann entweder später schleifen oder dann einfach nochmal nachsägen. Ich würde sagen, wir schießen jetzt los und sägen mal die Linie entlang. Die erste Seite ist fertig und die hat mal richtig gut funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze zusammenkleben. Warum denn das? Das ist ganz einfach. Wir brauchen einfach eine super Stabilität. Und wenn wir das Ganze wieder als Block zusammenkleben, hält es einfach und ihr könnt einfach stabiler sägen. Arbeitet da bitte genau, gerade bei der Tasse zum Beispiel, weil bei der Tasse kann es natürlich sein, dass es dann innen drin verrutscht und dass es dann schräg gesägt wird. Aber das sollte jetzt einfach reichen. Einmal noch da drüber und wir können loslegen mit der zweiten Seite. So, jetzt packen wir mal unser Überraschungspaket, packen wir jetzt einfach mal auf. Ich bin selber gespannt, ich habe es noch zulassen. So schaut das Ganze natürlich dann aus. Und ja, ich hole euch mir jetzt mal her und dann packen wir es mal gemeinsam aus. Also ich muss zugeben, ganz so einfach mit dem Hartholz war es jetzt nicht, das Ganze zu sägen. Aber gut, da muss man jetzt einfach ein bisschen durch. Da oben an dieser Ecke hatte ich ein bisschen Probleme beim Sägen. Das heißt, das werden wir ganz einfach hier schleifen. Das ist ja kein Stress. So, dann packen wir das Ganze mal auf und lassen uns mal überraschen, was am Schluss jetzt dabei rauskam. Natürlich müssen wir das Ganze noch schleifen. Da schaut's mal. So kann man das Ganze schön aufklappen. Und ich sehe jetzt schon mal, gar nicht mal so schlecht. Jetzt schaut euch mal dieses schöne Ding an. Innen drin ist es so mega geworden durch den Forstnerbohrer. Und das Ganze müssen wir jetzt einfach nur noch schleifen und fertig. Also das ist ja mal richtig gigantisch. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schön rauskommt. Ich habe es hier noch ein bisschen angepasst. Ihr wisst ja, ich habe es hier ein bisschen falsch gemacht, das Ganze. Nicht schön mit dem Forstnerbohrer in der Mitte gebohrt. Seht ihr ja hier am Rand, da habe ich ein bisschen mehr ausgesägt, weniger ausgesägt und gut ist. Aber bis jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, ich bin gespannt, wenn es geschliffen ist. Gehen wir rüber und schleifen. So, der letzte Feinschliff. Leute, es ist richtig Hammer geworden. Wir werden sie jetzt gleich ölen, aber ich zeige es euch jetzt schon mal. Jetzt werden sich bestimmt wieder ein paar Leute fragen, was ich hier für Schleifkugeln habe. Die funktionieren richtig gut, gibt es in verschiedenen Körnungen. Werde ich euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung, was ich hier im Video verwendet habe, natürlich auch noch verlinken. Auch diese Pads hier und diese Forstnerbohrer und. Aber jetzt kommen wir zur Tasse. Leute, die ist jetzt fein geschliffen, die schaut jetzt doch mal so richtig Hammer aus. Was sagt ihr dazu? Schaut mal, da ist so ein lachender Mund drin. Richtig cool, wie das Ganze rauskommt. Wir werden das Ganze natürlich jetzt nochmal ölen. Aber zum Ölen werde ich jetzt nochmal was ganz kurz sagen.
Thema Ölen ist gar nicht ganz so einfach, denn meine Tasse wird eine Dekotasse. Ich trinke da nichts draus. Eigentlich schade drum, finde ich jetzt irgendwo. Aber da müsste ich mir jetzt noch einen bestimmten Lack besorgen oder bestimmte Öle besorgen. Es gibt verschiedene Öle auf dem Markt, wo auch dann die Drechsler verwenden, die dann auch lebensmittelecht sind. Also nicht, ihr müsst da ein bisschen aufpassen, lebensmittelecht und weiter. Nicht nur Speicheltest, den muss er nicht nur bestehen, sondern er muss lebensmittelecht für Flüssigkeiten sein, für Alkohol und so weiter. Das muss er alles bestehen können. Da müsst ihr aber euch selber ein bisschen im Internet hier informieren, was da das beste Öl oder der beste Lack dafür ist. Ich würde trotzdem sagen, ich werde jetzt hier in diesem Fall hier mein Bioöl von Heliacare verwenden. Das werde ich benutzen und das ist auch, das könnte man theoretisch sogar trinken, aber ob das jetzt auf Dauer, ja ich sage jetzt mal, wasserdicht ist, das kann ich jetzt euch ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich werde es ja praktisch für die Dekotasse definitiv trotzdem verwenden. So, also ölen wir mal und da freue ich mich schon drauf, weil das wird bestimmt richtig cool rüberkommen. Leute, die Tasse ist geölt und jetzt mal ganz ehrlich, eure Meinung, wie gefällt sie euch? Ich finde die einfach nur noch gigantisch. Schaut euch mal diese Maserung von der Tasse an. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so toll funktioniert und dass es so toll rauskommt. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Wie findet ihr sie? Ich finde es nur schade, dass ich sie verschenken muss. Aber natürlich den Fehler möchte ich euch auch mal zeigen. Ihr wisst ja, ich habe falsch gebohrt am Anfang oder nicht mittig gebohrt. Man sieht es ganz leicht, sieht man es hier, dass es hier ein bisschen dünner ist hier oben. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, wie ich finde. Dafür ist sie ja selber gemacht. Also eure Meinung interessiert mich. Schaut mal, was ich noch gesehen habe, Leute. Und zwar, wir haben hier einen lachenden Smiley. Seht ihr das auch? 2 Äste, die wir hier drin haben und einen lachenden Mund. Cool, oder? Mission Holztasse ist geglückt und ich freue mich tierisch darüber. Und jetzt eine positive Nachricht an euch. Und zwar, da es ja funktioniert hat, werde ich die kostenlosen Dateien natürlich auf meiner Homepage zur Verfügung stellen. Könnt ihr einfach mal draufschauen, wenn ihr Lust und Laune habt, dieses Projekt auch nachzubauen. Jetzt haben wir bewiesen, dass wir aus so einem schönen Holzklotz, einer Bandsäge und 2 Forstnerbohrern einfach eine Tasse selber herstellen können. Und das Ergebnis, das überrascht mich selber. Es hat richtig gut funktioniert. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Ich finde es auch ein bisschen persönlicher, so ein Geschenk zu verschenken, als irgendwie eine Holztasse im Internet zu kaufen, wo es überhaupt unpersönlich ist. Leute, ich hoffe, euch hat diese Tasse gefallen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte dem Video einen Daumen da, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ihr dürft auch gerne dieses Video teilen, das würde alles Gipfelholz unterstützen. Ich würde sagen, schöne, ich sage jetzt mal Holztassengrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.